Moin zusammen, willkommen zurück. Heute geht es weiter mit unserem Spielfeld. Und das haben wir letztes Mal so zumindest grob schon mal kategorisiert, was wir da haben wollen. Dieses Mal werden wir das natürlich ein bisschen genauer machen. Und was wir hier brauchen, ist vor allem noch eine neue Klasse. Denn wir wollen hier nicht nur ein Spielfeld insgesamt haben, das ist quasi das komplette Feld, sondern wir wollen auch ein, Sekunde, wie nennen wir das? Nennen wir es mal eine Wabe, okay? Da befinden wir uns dann immer drin. Das ist sozusagen die konkrete Instanz eines bestimmten Feldes. Ja? Das heißt, wir haben hier 00 bis 100,0. Das heißt, wir haben insgesamt hier 100 mal 100 Waben. Beziehungsweise eigentlich sogar 101 mal 101 und das sind einen ganzen Haufen. Aber das macht überhaupt nichts. Wir bauen uns einfach unser Spielfeld erstmal mit einem Constructor. So, Constructor, und nein, wir brauchen keine Variablen oder sonst irgendwas hier drin. Deswegen machen wir auch hier einfach nichts rein. Return auch einfach nur ein This-Objekt. So, und ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, weil wir keine Variablen haben. Habe ich doch gerade eben gesagt. So, genau. Und was wir hier reinschreiben, ist im Endeffekt, wir wollen uns mehrere Arrays bauen aus diesen Waben, die wir hier schon haben. Das heißt, was wir hier machen ist, wir sagen, ja stimmt, und eigentlich brauchen wir überhaupt keinen Constructor hier. Wir können das einfach so laufen lassen, theoretisch sogar. Wir haben hier machen wir es Private. Private war, lasst uns bei Waben bleiben. Vom Typ Array von Wabe. Beziehungsweise eigentlich macht das der Compiler für uns. Wir wollen ihm nur sagen, wie groß das Ding wird. Das ist nämlich kein direktes Array. Sind 101 Elemente, denn wir wollen bis 100 gehen. Warum auch immer. Wir könnten eigentlich auch bis 100 gehen. Also von 1 bis 100 gehen, beziehungsweise von 0 bis 99. Ich glaube, das ist einfacher. Und dann gehen wir hier weiter und sagen, okay, was wir hier haben wollen, ist, wir wollen quasi ein Array aus Arrays machen. So, das heißt, wir gehen hier weiter und sagen, wir brauchen nochmal ein Array aus 100 und zwar mit diesen wunderschönen geschweiften Klammern wieder mal und die bilden wir wiederum ab auf eine neue Wabe. So, und selbstverständlich brauchen wir dann hier ein ist gleich. Genau. So, jetzt kriegen wir hier die Warnung, dass wir hier einen Bodenstrich reinpacken könnten. Wir können das Ding aber auch einfach i nennen, auch wenn wir es nicht brauchen, ist ja völlig egal. Jetzt haben wir hier quasi 100 mal 100 Waben, das heißt, ich muss das hier ein kleines bisschen abwandeln, denn wir gehen jetzt nur noch bis 99. Wie gesagt, ich glaube, das ist 99. Ich glaube, das ist ein bisschen effizienter und ein bisschen einleuchtender, als wenn man jetzt 101 Wabe hat. Okay, das ist jetzt sozusagen das, was wir hier brauchen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was wir gemacht haben. Wir haben ein Array aus Arrays gebaut in einer Zeile, weil wir es können, weil wir hier in Kotlin programmieren. Ziemlich cool eigentlich. Und was wir jetzt machen, ist, wir brauchen die Methoden hier aus Main. Das heißt, wir haben hier einmal Spawn Player auf 00 und wir haben hier, ja, wir fangen einfach mal an mit Spawn Player. Indem wir hier eine Funktion spawn, wie habe ich sie denn geschrieben? Habe ich sie richtig geschrieben? Ja, ich habe sie richtig geschrieben. Ich bin gut. Spawn Player. Und hier haben wir einmal x und einmal x vom Typ int und einmal y vom Typ int. Und selbstverständlich meine ich natürlich int mit großem i. Genau. So, und jetzt haben wir x und y. Jetzt können wir hier einfach sagen, okay, wo packen wir denn eigentlich unseren Spieler rein? Das heißt, was wir hier machen ist Waben von x von y. Damit kriegen wir quasi die konkrete Wabe. Punkt. Wobei nein, für Spieler machen wir das so nicht. Für Spieler machen wir das separat. Den Spieler brauchen wir nämlich jedes Mal. Das heißt, wir sagen hier Private Player x ist gleich 0 und Private Player y, dann brauchen wir eigentlich nicht mal mehr, dass wir den Spieler hier spawnen. Doch, wobei die Funktion brauchen wir. Es kann nämlich sein, oh ja, vom Typ int. Ich bin gerade noch ein kleines bisschen an Python dran. Das ist selbstverständlich eine Variable, die kann sich ändern. Genau. Und jetzt sagen wir hier einfach, unser Player x wird auf Player x ist gleich x, selbstverständlich. Und Player y
ist gleich y. Ich mache hier gerade so einen Mix. Das ist nicht gut. Warum mache ich denn das? Diese ganzen Semikolons entweder alle rein oder alle raus. In meinem Fall jetzt gerade alle raus. Und normalerweise macht man das auch so. Also man hat normalerweise nicht unbedingt welche drin. So, okay, wir haben x, wir haben y von unserem Spieler. Und warum haben wir jetzt das? Also ich meine, in Main spawnen wir ihn ja an 0,0. Hätten wir uns auch sparen können hier. Naja, ganz einfach. Wenn ihr sterbt, dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze erweitert, zum Beispiel auch einfach eine Funktion noch einbauen, die euch den Spieler an einem Friedhof oder sowas wieder spawnen lässt. Und den Friedhof müsst ihr natürlich nicht jetzt hier an genau diesem Ort machen, okay? Das heißt, das ist euch überlassen, was ihr da für eine Variante reinbaut. So, und dann haben wir selbstverständlich noch hier die Move Player und die Interact-Funktion. Und das wollen wir jetzt auch mal noch kurz hier. Achso, warum ich hier keinen Modifier reingebaut habe. Ich hätte natürlich auch Public reinschreiben können, aber das kann ich mir auch sparen. Wie gesagt, Kotlin ist recht übersichtlich und deswegen spare ich mir das. Okay, wir machen hier einen Move Player. Div x und div y. Und die ist eigentlich auch sehr, sehr simpel. Das heißt, wir sagen hier Player x plus gleich div x. Das kann natürlich auch negativ sein, okay? Aber es kann auch positiv sein. Plus gleich div y. So. Und jetzt, Achtung. Achso, ich sollte vielleicht noch den Typ angeben. Wenn wir hier nämlich jetzt über 100 rausgehen oder unter 0 rausgehen, ja, dann kann es hier zu Problemen kommen, denn dann können wir nicht mehr auf unsere Waben zugreifen. Die gehen ja nur von 0 bis 99, ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier was überprüfen. Und zwar, ob unser Spieler überhaupt noch im Spielfeld ist. Und ansonsten müssen wir irgendwas machen. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir zum Beispiel eine Welt machen wollen, in der man von links nach rechts wieder reinlaufen kann, ähnlich wie bei Pac-Man. Das heißt, wenn ihr hier bei 100 oder bei 100 seid, seid ihr eigentlich auch wieder bei 0, ja. Und das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Hier, also ich mache quasi eine Welt, wo ich rechts, wenn ich rechts rauslaufe, links wieder rauskomme und genau umgekehrt. Das heißt, wenn ich bei meinem ersten Move nach Westen laufe, ja, weil ich an 0,0 stehe, dann lande ich hier bei 99,0. Okay? Das ist so der Plan. Und deswegen sage ich jetzt hier, Player x ist gleich Player x modulo 100. Weil ich, wobei wir könnten es eigentlich auch. Nee, wobei, das machen wir jetzt nicht. Ihr könnt allerdings hier diese festen 100 durch eine Spielgröße als Variable von eurem Spielfeld einfach nehmen, ja. Das heißt, ihr könnt das Ganze hier als variable Größe übergeben, dass ihr zum Beispiel nicht immer bei 100 landet, dann müsst ihr hier natürlich auch die variable Größe machen. Das lasse ich euch als Übung. Ich finde das eine ziemlich gute Übung. So, was macht dieses Modulo 100 denn? Ihr kennt Modulo vielleicht schon. Ich glaube, ich habe es euch auch schon irgendwann gezeigt. Im Endeffekt macht es genau das, was wir wollen. Wenn wir 101 haben oder wenn wir 100 haben, hier 100 modulo 100 ist 0. 101 modulo 100 ist 1. Aber 99 modulo 100 ist eben 99. Und das funktioniert auch auf die andere Seite. Das heißt, minus 1 modulo 100 ist 99. Das heißt, wir landen automatisch wieder auf der richtigen Seite. Und deswegen machen wir das hier mit dem Modulo. So, das heißt, durch Bewegung kann der Spieler eigentlich gar nicht sterben, was natürlich sehr, sehr schön ist. Ihr könnt natürlich auch den Spieler gegen eine Wand laufen lassen, das könnt ihr auch machen. Dann müsst ihr halt einfach hier eine Überprüfung einbauen und sagen, hey, wenn es kleiner als 0 ist, dann ist es 0 und wenn es größer als 99 ist, dann ist es 99. So, dann läuft er halt immer gegen die Wand und kommt nicht auf der anderen Seite raus. Cool. Und ja, das ist Move Player. Jetzt wollen wir natürlich noch die Fun Interact. Das wird nämlich sehr viel Fun. Genau, Main. Was haben wir hier für Parameter? Gar keine. So. Okay, was wir hier jetzt machen wollen, ist im Endeffekt relativ problemlos. Das sind alles Void-Methoden, beziehungsweise, ja, sie geben nichts zurück. Was wir hier machen bei Interact ist im Endeffekt, wir wollen, dass der Spieler mit den Objekten auf unserer Wabe interagieren kann. Das heißt, was wir jetzt hier sagen ist, Waben von Player x und von Player y .interact. Wir reichen das einfach weiter. Und dadurch haben wir natürlich jetzt hier das Problem, wir müssen natürlich diese Funktion von Waben hier in unsere Wabe noch reinprogrammieren und das machen wir das nächste Mal. Das ist einfach sozusagen durchgereicht an die Wabe, das heißt, genau die Wabe, wo der Spieler jetzt gerade steht, die kann dann irgendwas sagen. Und das wird relativ komplex, denn wir können natürlich Objekte drauf haben, wir können alles Mögliche drauf haben und da liegt dann im Endeffekt die Interaktion mit unserem Spieler. Cool, dann bis zum nächsten Mal, wir hören uns, ciao.